Moin zusammen. Ich freue mich, dass ihr meinen Videokanal gefunden habt und dass ihr dabei seid, wenn ich euch Musik in Dolby Atmos vorspiele. Ihr braucht im weiteren Verlauf des Videos unbedingt einen Kopfhörer, also fangt schon mal an, danach zu suchen. Ich heiße Peter und betreibe das Sandpiper Crossing Studio, ein Dolby-zertifiziertes kleines Kellerstudio, und ich habe in den letzten 3 bis 4 Jahren insgesamt 124 Tracks von verschiedenen Artists aus München und Berlin in Dolby Atmos gemischt, und die sind auf Apple Music auch veröffentlicht worden, und davon würde ich euch gerne welche vorspielen, weil es eine Musik ist, die ich sag mal nicht so mainstreamig ist, sondern Musik zum Zuhören und wie soll ich sagen, es ist Jazz, elektronische Musik dabei. Es macht viel Spaß, das in Dolby Atmos zu hören. Vor vielen Jahren habe ich übrigens angefangen, überhaupt in Immersive zu mischen, weil ich auf der Tonmeistertagung in Leipzig vor vielen, vielen Jahren Tom Ammermann gesehen habe. Gruß geht raus hier an Tom, Musikproduzent aus Hamburg, mit Grammy-Nominierung, und seine Vorträge waren immer fantastisch, super Sound, und das hat mich so inspiriert, dass ich unbedingt auch in diese Richtung arbeiten wollte. Und genau, die Aufnahmen, die ich euch vorspiele, habe ich nur den Dolby-Mix gemacht. Die Stereo-Mixe sind immer von den Künstlern oder von den Engineers bei den Aufnahmen gemacht worden. Ich habe auch die Aufnahmen nicht gemacht. Und ich bin natürlich froh, dass die Musiker mir alle ihr Vertrauen gegeben haben, um daraus einen Atmos-Mix zu machen, also mit Stamps. Ich habe mir immer Stamps liefern lassen. Und gut, ich werde euch diese Tracks dann vorspielen, ohne dazwischen zu quatschen. Jeweils einen Track pro Videofolge, denke ich. Und werde euch gleich erstmal den technischen Hintergrund erklären. Und wichtig ist, ihr sucht schon mal einen Kopfhörer. Also, bis gleich. So, jetzt werde ich euch erstmal den Signalfluss erklären, wie ich die Musik abspiele, bevor sie bei euch auf die Ohren kommt. Und dazu habe ich einen kleinen Chart gemacht. Also ich spiele die Musik im Dolby Assembler ab. Das ist die Software von Dolby, mit der man auch mastern kann. Da kann man schneiden und die Längen der Dolby Atmos Tracks, den Stereo Tracks, exakt anpassen. Der Dolby Assembler spielt dieses Signal über die 128-kanalige Dolby Audio Bridge in den Renderer. Der spielt das Signal über 64 Kanäle, auch eine weitere Software Bridge in Virtuoso, und zwar als 9.1.4 Signal, 14-kanalig. Und Virtuoso macht daraus ein binaurales Signal, also nur Stereo für Kopfhörer, damit ihr dann hören könnt, wie das sich wirklich immersiv anhört. Ich nehme das Ganze in OBS auf und dann natürlich schneide ich das noch in Resolve und dann wird es nach YouTube exportiert. Das ist der Weg, und dann werde ich euch mal die einzelnen Komponenten ein bisschen näher bringen. Wir fangen mal an mit dem Assembler. Das hier ist der Dolby Atmos Assembler. Hier oben liegt dann das jeweilige Masterfile, was ich gemischt habe. Und hier unten das entsprechende Stereo-File. Wie ich schon gesagt habe, die Stereo-Mischung habe ich in fast allen Fällen nicht gemacht. Das war schon fertig, teilweise schon released. Und ich habe einzelne Stamps von den Künstlern bekommen und daraus die Mischung gemacht. Das Schöne an dieser Software ist, man kann hier nahtlos zwischen Stereo und Dolby Atmos umschalten, und das werde ich dann auch, nachdem wir den Track einmal durchgehört haben, später nochmal machen, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das in Stereo und wie das in Dolby Atmos klingt. Da kann man sehr schön den Unterschied hören. Das nächste wäre dann der Renderer, den seht ihr hier. Dolby Atmos besteht ja aus einem BAD 7.1.2 und Objekten. Das kommt ja aus dem Kino ursprünglich, und es ging ja darum, dass der Hubschrauber von hinten links nach vorne rechts immer in allen Kinos gleich fliegt, und egal was für Lautsprecher die Leute haben, und darum sind die Objekte, also ein Hubschrauber würde als Objekt angelegt werden,
die Objekte haben Metadaten, die ihnen genau sagen, wo der Hubschrauber langfliegen soll. Und darum mische ich zum Beispiel nur mit Objekten, weil das eine genaue Lokalisierung ist, wo dann das Signal letztendlich rauskommen soll. Das Bad ist channelbasiert. Das heißt, wenn ich eine Gitarre auf den linken Lautsprecher lege, und jemand anders hat den linken Lautsprecher an einer anderen Position stehen wie ich, dann kommt dort die Gitarre raus. Das kann ich nur verhindern, wenn ich mit Objekten mische. Ich mische übrigens mit einem 7.1 Bad und 4 Objekten für die Punkt 4, für die Reverb Returns. Also ich benutze nur Reverb Returns, die setze ich quasi auf das Bad. Und das hat noch einen weiteren Vorteil. Der Dolby Renderer kann auch binauralisieren und man kann Parameter für die Binauralisierung festlegen. Near, Far und Mid. Near, Mid, Far, so rum und Off. Und das kann man dann bei den Objekten einzeln für jede Spur einstellen. Wenn ich alles ins Bad mischen würde, dann würde der Binauralisierungsparameter für das ganze Bad für alle Kanäle gleich sein. Darum mische ich eben gerne mit Objekten. Davon abgesehen, man muss wissen, Apple schmeißt es alles weg und macht eine eigene Binauralisierung. Insofern ist das nur für Tidal, glaube ich, und Amazon HD eine Einstellung, die relevant ist. Damit muss man einfach leben. Dann haben wir ja noch Virtuoso. Das ist die Binauralisierungssoftware, die die Aufarbeitung in Stereo übernimmt, also für Kopfhörer. Die kriegt viele Kanäle rein und es kommt ein Stereosignal binaural raus. Und das seht ihr hier. Das ist Virtuoso in der ersten Ansicht, in der View-Ansicht. Ihr seht hier, dass ich die Input-Konfiguration ändern kann. Es gibt unendlich viele Input-Konfigurationen. Ich gehe mit 9.1.4, also 14 Kanälen rein und es kommt dann im Stereosignal raus. Man kann einen Room-Preset anwählen und in diesem Fall, in der Version 2.5, wurde ein neues Preset dort reingebaut und zwar vom 2L Mastering Room. Ich zeige euch gleich ein Foto und das ist ein fantastisches Studio in Schweden von Morten Lindberg und das kann man sich dann anhören, als wenn man in dem Studio sitzen würde. Des Weiteren gibt es hier noch eine Headphone Correction EQ Möglichkeit. Tausende von Kopfhörer sind hier eingetragen, die dann quasi gerade gezogen werden, EQ-mäßig. Das schalte ich aber nicht ein und auch die Speaker EQ kann man sich verschiedene Lautsprecher im Prinzip anhören. Das lasse ich mal ausgeschaltet, weil ich ja nicht weiß, was ihr für Kopfhörer benutzt zum Beispiel. Okay. In den Settings gibt es noch eine wichtige Sache. Es gibt natürlich ein Head-Tracking. In einem späteren Video werde ich mal das Head-Tracking mit euch ausprobieren. Eine wichtige Sache ist diese Geschichte, die HRTF, Head Related Transfer Function. Diese Funktion ist dafür da, um die Binauralisierung an eure Köpfe anzupassen. Normalerweise müsste man für jeden einzelnen in die Ohren Mikrofone reintun und dann den Kopf messen, wie der jeweilige Kopf des Hörenden die Signale empfängt, von links, rechts, von allen Seiten. Und Apple zum Beispiel muss dann eine Standard-Binauralisierung, eine Standard-Head-Related Transfer Function benutzen und die funktioniert bei manchen gut, bei manchen weniger gut. Virtuoso stellt zumindest mal 5 verschiedene HRTF-Sets zur Verfügung, unter denen man wählen kann und die man ausprobieren kann. Und für meinen Kopf, der relativ groß ist das Set E am besten, habe ich festgestellt. Und das muss ich jetzt auch für euch nehmen. Also wenn ihr einen kleinen Kopf habt, habt ihr leider auch verloren. Aber naja, es wird trotzdem gut klingen. Ihr werdet es sehen. Wie versprochen zeige ich euch jetzt mal ein Foto von dem Studio 2L in Schweden. Das Preset in Virtuoso wurde dort eingemessen und ihr könnt dann gleich hören, wie es dort klingen würde im Kopfhörer. Das Studio sieht so aus.
ein ganz, ganz tolles Studio. So schön und so fein eingerichtet. Akustisch muss das unfassbar sein. Vielleicht habe ich irgendwann mal die Gelegenheit, da mal drin zu hören, wie das tut. Ihr hört es jetzt gleich im Kopfhörer. Viel Spaß. Jetzt heißt es erstmal Kopfhörer auf. Damit ihr erstmal einen kleinen Eindruck bekommt, wie Virtuoso funktioniert und wie das klingt, habe ich ein kleines Channel Order aufgenommen. Da spreche ich die einzelnen Lautsprecher im Studio an und in Englisch, weil ich weiß nicht, wie der linke Lautsprecher links Seitens Surround, keine Ahnung. Also Left Side Surround. Es gibt da so bestimmte Sachen, die halt beim Renderer auch so benannt sind und so habe ich die auf Englisch auch benannt. Und ich spreche die einzelnen an. Ihr seht das dann auf dem Renderer. Ich zeige euch das gleich. Und dann hört ihr das, wie es im Virtualizer, im Kopfhörer klingt. Und dann könnt ihr beurteilen, wie räumlich euch das vorkommt. Passt mal auf. Left, right, center, left side surround, right side surround, left rear surround, right rear surround, left top front, right top front, left top rear, right top rear, left wide, right wide. So, damit müsstet ihr erstmal einen Eindruck bekommen haben, wie Dolby Atmos im Kopfhörer klingt, binaural, mit einer guten Binauralisierungssoftware. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch gut rüberkam und ob die HRTF für euch hingehauen hat. Ob ihr wirklich vorne, hinten gehört habt. Das ist manchmal schwer zu hören. So, dann hören wir uns mal von der Sängerin Angie, die in München lebt und aus der Mongolei kommt, von ihrer Produktion Ulan, den ersten Titel Sud an, den ich in Dolby Atmos gemischt habe. Ich kenne Angie schon viele Jahre. Sie hat früher an der Musikhochschule studiert, wo sie jetzt auch als Gesangslehrerin angestellt ist. Und damals bei den Aufnahmen ist mir schon aufgefallen, was für eine unglaubliche, lupenreine Intonation sie hat und eine Wahnsinnsstimme und total musikalisch, wunderschöne Musik. Sie ist international erfolgreich und das hören wir uns jetzt mal an, wie das so rüberkommt in Dolby Atmos. Und das Wichtigste ist natürlich, ihr müsst euren Kopfhörer aufsetzen. So. Und dann würde ich sagen, dann geht's los. Өрчин би аялал гарсан. Өөдөсгөн би агуу их тогтлол. Өнгөц цэцэгсийн дундуур түүнийг дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн миний нандин офон гээд тохон дээр минь унссан. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэврэлт энэ амьсгалтай дөрв. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгачаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зогсож хаад хэсэг бодлоогүй. Эргэж хараад тэргэлсэн энэ хаалган дээр чамайг үлдээлээ эндэл хидэр чи бүхний хүртнэ цаг нь болохоор
올znaget urer zurgerach chimener serte nesong aila tuksung bela yamarge jing hasum midrimjwe kesung hedich sejmin damgui tunde Und was sagt ihr? Ist doch sehr schön, oder? Ja, und jetzt werde ich noch, wie versprochen, zwischen Stereo und Dolby Atmos hin und her schalten. Ich spiele noch mal einen Teil des Songs und ihr werdet das dann daran sehen, dass hier im Renderer, wenn alle VOs hier zu sehen sind, dann hört ihr Dolby Atmos. Und wenn ich umschalte, dann seht ihr nur noch 2 VO-Meter, das ist dann von die Peakmeter links und rechts. Dolby Atmos links und rechts. Ich werde das auch noch unterlegen. Ich starte mal. 작은 болохоор 올znaget urer zurgerach chimener serte nesong aila tuksung bela
So, ich glaube, ihr konntet das ganz gut hören. Ne? Eins muss man dazu sagen, der Stereoton geht auch über Virtuoso, über den Virtualizer. Also ihr hört den Stereoton so, wie er bei Morten Lindberg im Studio klingen würde. Also über 2 Lautsprecher mit dem Raum, der dazu gehört. Das heißt, ihr hört nicht den trockenen Stereomix, wie er wirklich im Kopfhörer ist, sondern mit dieser Binauralisierung des Raums noch dazu. Aber trotzdem hört man deutlich, dass das dann auch im Raum, im Studio würdet ihr das sofort merken, dass das im Stereomix doch ein bisschen verloren geht und dass im Dolby Atmos das viel schöner klingt. Und da ihr so tapfer durchgehalten habt, habe ich noch einen Bonustrack für euch, und zwar den Titel Temen Deres Naran Orion. Ich weiß, das ist mongolisch und ich kann es natürlich nicht aussprechen, aber da habe ich eine Bewegung eingebaut, das werdet ihr am Anfang sehen. 2 Blasinstrumente umkreisen den Hörer. Und das passt hier eigentlich ganz gut. Viel Spaß dabei.
So, das war's jetzt erstmal für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ein kleiner Hinweis an die ganzen Musiker und Musikerinnen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, die mir alle die Genehmigung gegeben haben, dass ich ihre Musik für diesen Podcast verwenden kann. Dass ich mit Angie angefangen habe, das hat keine besonderen Gründe. Es ist einfach eins meiner ersten Projekte überhaupt gewesen und die Reihenfolge, in der ich die Musiken vorspiele, soll keine Hitparade sein. Außerdem habe ich natürlich auch die Genehmigung von APL und von Morten Lindberg sogar persönlich, dass ich sein Preset benutzen darf. Und ich freue mich auf weitere Folgen. Vielleicht lasst ihr mir ein Like da oder ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Oder schreibt mir ein paar Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.